Herzlich willkommen beim TWS. Ich bin Olli von HTL World und heute geht es um das Thema Herr der Ringe. Und welches Geländestück da rausputzt, da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Dann lüften wir mal direkt das Geheimnis, denn heute geht es um Säulen, wie man sie aus den Die Herr der Ringe Filmen kennt und die in keiner Zwergenhöhle fehlen sollten. Neben den üblichen Materialien braucht ihr möglichst dicht gepressten Hartschaum bzw. Styrodur, einen Proxxon Heißdrahtschneider und optimalerweise das Vieleckschneider-Tool von Gerard Bohm. Als erstes wird ein achteckiger Grundkörper aus Hartschaum zurechtgeschnitten. Mit einem Proxxon Heißdrahtschneider und dem Vieleckschneider-Tool von Gerard Bohm ist das eigentlich kein Problem, allerdings gibt es bei dem Tool eine Kleinigkeit zu beachten. Der Einsatz hat etwas Spiel in der Vertiefung und so können beim Zuschnitt leichte Abweichungen entstehen. Das lässt sich aber ganz leicht durch ein Stück Küchentuch vermeiden, das mit in den Einsatz eingelegt wird. Stellt dann etwa die minimale Größe für den Zuschnitt des achteckigen Grundkörpers ein und legt los. Wenn ihr mehrere Säulen bauen wollt, braucht ihr natürlich mehrere Grundkörper, wobei die Höhe erstmal keine so große Rolle spielt. Wer kein Vieleck-Schneidertool hat, kann sich auch eine achteckige Schablone aus Pappe zurechtschneiden, die dann auf den Hartschaum legen und mit dem Heißdrahtschneider einfach drumherum schneiden. Stellt den Heißdrahtschneider dann auf ca. 1 cm Schnitttiefe ein und schneidet von jedem Block für jede Säule, die ihr bauen wollt, jeweils eine Scheibe ab. Stellt den Heißdrahtschneider danach auf ca. 2 mm Schnitttiefe und schneidet von dem Grundkörper an jeder der 8 Seiten jeweils eine Scheibe ab. Schneidet danach eine achteckige Scheibe von diesem Block ab. Anschließend wird von dem Block wieder an allen 8 Seiten eine 2 mm Scheibe abgeschnitten, sodass ihr nun die 3 folgenden Teile haben solltet. Das obere Stück könnt ihr nun in der Höhe nach Belieben zurechtschneiden oder auch ganz weglassen. Gleich seht ihr die 2 Säulenvarianten, die daraus entstehen können. Messt in jedem Fall den Abstand zwischen 2 gegenüberliegenden Seiten des achteckigen Blocks aus, in unserem Fall sind das 5 cm. Da später auf einem Grundkörper 6 jeweils 2 mm dünne Scheiben verbaut werden und das Ganze dann wieder 5 cm betragen soll, müssen nun erstmal 6 x 2 mm von den 5 cm abgezogen werden. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. In unserem Fall beträgt das Maß also 3,8 cm. Stellt den Heißdrahtschneider entsprechend ein und schneidet 2 Quader mit diesem Maß zurecht. In unserem Fall wie gesagt 3,8 cm. Ist das erledigt, stellt den Draht vom Heißdrahtschneider auf ca. 45 Grad ein und schneidet von einem der Quader an einem Ende 2 Stücke ab, sodass eine Spitze entsteht. Nehmt dann den anderen Quader und macht euch an allen 4 langen Kanten eine Markierung bei ca. 6 cm. Schneidet danach vom anderen Ende des Quaders in ca. 1 cm Abstand von der Seite schräg in den Quader hinein. Es können aber auch gerne 0,8 cm oder 1,2 cm sein, ganz egal. Wichtig ist, dass ihr nur bis zu der 6 cm Markierung schneidet. Schaltet den Heißdrahtschneider an diesem Punkt aus und zieht den Quader dann am kalten Draht heraus. Anschließend schnappt ihr euch ein scharfes Bastelmesser und schneidet die Stücke im ca. 45 Grad Winkel ab. Kleinere Ungenauigkeiten werden übrigens später beim Verwittern kaschiert. Stellt den Draht vom Heißdrahtschneider dann wieder senkrecht und nehmt euch die 2 mm dicke Scheibe, die ihr vorhin zurechtgeschnitten habt, und stellt damit den Draht wieder auf 2 mm Schnitttiefe ein. Schneidet nun von dem angespitzten Quader an beiden Seiten je eine Scheibe von 2 mm Dicke ab. Danach werden 4 Scheiben von je 2 mm Dicke auf der spitz zulaufenden Seite des Quaders abgeschnitten. Anschließend schneidet ihr wieder eine 2 mm dicke Scheibe von beiden Seiten ab, um dann wieder 4 Scheiben von der spitz zulaufenden Seite abzuschneiden. Danach wird ein drittes Mal an den Seiten 2 mm abgeschnitten, um erneut 4 Scheiben von der spitz zulaufenden Seite abzuschneiden. Übereinander gelegt sieht das dann so aus. Und je nach Geschmack lassen sich die Scheiben dann entweder mit wenig
oder mit viel Versatz anordnen. Klebt die 4x3 Scheiben dann mit Holzleim zusammen. Auch die 3 Sockelelemente werden nun zusammengeklebt, wobei das obere Stück optional ist, wie ihr gleich sehen werdet. Ist alles gut durchgetrocknet, nehmt mit einem Scheibenelement an der Säule Maß und schneidet dann das untere Ende gerade mit einem scharfen Cuttermesser ab. Danach werden die restlichen 3 Stücke auf dieselbe Länge gebracht und mit Holzleim aufgeklebt. Danach wird die Säule auf den Sockel geklebt und wie gesagt, beim Sockel ist das eine Stück optional. Hier seht ihr beide Varianten. Denn bei dem dreiteiligen Sockel entsteht eine leichte Kante, die sich aber mit Holzleim füllen und mit feinem Sandpapier glatt schleifen lässt. Ist aber Geschmackssache, ob man das möchte. Apropos Geschmack, wer seine Säulen verwittert haben möchte, kann nun mit den Fingern am oberen Ende ein paar Stücke abbrechen und mit einem spitzen Stein oder einer Alufolienkugel etwas Struktur auf die Säule bringen. Auch das Einzeichnen von Rissen mit einem Cuttermesser und dem Nachziehen per Kugelschreiber ist denkbar. Ebenso etwas Sand, der mit Holzleim hier und da aufgebracht wird. Sobald dann alles gut durchgetrocknet ist, kann es an die Bemalung gehen. Wir mischen uns wieder unser übliches Mittelgrau mit etwas Wasser und Holzleim als Grundfarbe zurecht. Nach dem Trocknen kommen dann wieder die beiden Vallejo Washes Dark Grey und Dark Brown zum Einsatz. Je nach Geschmack verdünnt diese aber mit ca. 30–50% Wasser. Hält nach dem Trocknen der Washes die Grundfarbe mit einem hellen Grau auf und bürstet damit die Säule trocken. Nehmt anschließend das helle Grau und betont per Trockenbürsttechnik damit nochmals die Kanten. Übrigens, wenn euch die Säulen zu leicht sein sollten, könnt ihr sie auch unten etwas aushöhlen und mit einem Leim-Sand-Mix oder mit Stevalin befüllen. Und schon wären auch diese Säulen Mittelerde bereit. Schnell und effektiv, wie wir das von den Jungs vom TWS gewohnt sind, ist ein geiles Geländestück bei rumgekommen. Wenn ihr Bock habt, mehr von Herr der Ringe zu sehen, dann schaut bei unserem Kanal HTL World vorbei. Wir haben einen ganzen Haufen Battle Reports online, wir haben Schlachtanalysen online, wir helfen bei der Armeeplanung, beim Einsteigen. Wir machen ein paar Tutorials online, zukünftig noch ein bisschen mehr in dem Bereich Star Wars und Fallout, was wir ein bisschen machen wollen. Da kommen neue geile Tabletops raus. Und ja, das Rundum-Spaß-Paket bei unserem Kanal. Ich kann nur sagen, vielen Dank TWS, dass ihr so tolle Arbeit leistet. Gebt den Jungs einen Daumen hoch, wenn ihr das Video genauso gut findet wie ich. Und vergesst die Kommentarfunktion nicht, um uns zu sagen, welche Herr der Ringe Geländestücke ihr schon gebaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.